Hey, ich habe mir heute das Godox SL150W Mark II gekauft und will das heute testen. Eigentlich sollte das Licht laut Produktfoto von dem Verkäufer auf Amazon mit so einem Barndoor-Kit und Farbfiltern kommen, aber der Lieferant hat mir das Licht einfach nur so als nackte Schachtel ohne dieses Zubehör gebracht. Jedenfalls ist in der Verpackung so ein Reflektor und eine Fernbedienung dabei. Das Licht wird über ein langes Kabel direkt an den Strom angeschlossen. Das ist für mich eigentlich ein Vorteil, da es keine Netzteile oder Controllerboxen gibt, die vielleicht im Weg sind. Dafür kann man das Licht nicht mit einem Akku betreiben. Wieso habe ich mir dieses Licht überhaupt gekauft? Lange Zeit wollte ich das Godox SL60W Licht kaufen. Ich hatte aber zurückgehalten, dass der Lüfter so laut sein soll. Das Godox SL150 Mark II hat angeblich einen besseren Lüfter verbaut. Und außerdem kann man den Lüfter abschalten. Deswegen habe ich jetzt endlich zugeschlagen. Das Licht hat außerdem mehr Leistung als das SL60W und damit kann ich auch eine Gruppe von Personen ausleuchten. Ich habe leider nur ein Problem gleich mit diesem Licht. Wenn ich es neu einschalte, dann flackert das Licht am Anfang. I just turned on the light, but it's flickering. But after some time it gets better. Wieso bin ich nicht bei meinen LED-Panels geblieben? Ich wollte ein möglichst weiches Licht haben und an so einem COB-Licht, Chip-on-Board-Licht, kann man eine größere Softbox befestigen, denn je größer die Lichtquelle, desto weicher die Schatten, was vor allem bei Personen besser aussieht. Deswegen habe ich mir diese 90 cm Softbox gleich mitbestellt. Ich hoffe, dass sie nicht zu groß ist. 120 cm wären bei meinen Platzverhältnissen auf jeden Fall zu viel gewesen. Der Nachteil von diesen COB-Lichtern ist, dass sie größer sind und daher mehr Platz brauchen. Ich habe mir daher auch gleich ein größeres Stativ bestellen müssen, weil meine filigranen Stativen von meinem Fotostudio-Set würden das neue Licht mit dieser riesigen Softbox sicher nicht tragen können. Ich werde jedenfalls im Folgenden testen, ob man den Lüfter auf den Aufnahmen hört, dann ob das Licht wirklich weicher ist als mein LED-Panel und schließlich, ob ich überhaupt genug Platz für so ein Licht habe. Wenn mein Test für euch nützlich ist, lasst bitte gern ein Like und ein Abo da. Ich werde alle Produkte unter dem Video für euch verlinken. Das ist meine Testszene für mein neues Licht. Ich plane irgendwann ein Video mit meinem 3D-Drucker zu machen und das ist gleich ein guter Test dafür. Ich habe hier das Mikrofon an meinem Teleprompter befestigt. Das Mikrofon ist ca. 1 Meter vom Lüfter, vom Licht entfernt. Zusätzlich nehme ich den Ton noch mit so einem Lavalier-Mikrofon auf, das ich an so einen Zoom H1 Recorder angeschlossen habe. So, jetzt habe ich das Licht auf 100% eingestellt, der Lüfter ist aktiv, die Kamera ist auf 1/50 und F8 eingestellt. Also ist schon beeindruckend, dass das Licht so stark ist, dass man die Kamera auf F8 stellen kann. Man kann sogar ein bisschen den Hintergrund sehen. Es ist zwar schon Abend. Jetzt werde ich mal ruhig sein, ob ihr den Lüfter überhaupt hören könnt. Am besten ihr nehmt Kopfhörer. So, jetzt habe ich den Lüfter abgeschaltet. Ich musste die Kamera auf F5 einstellen, damit das Bild nicht zu dunkel ist. Ein Problem, das ich bei meinem Test-Setup habe, ist, dass hinter mir das Fenster ist, das ich eben leider nicht ganz abdunkeln kann. Wenn das Licht schwächer ist, dominiert das Licht von hinten, was nicht gut aussieht. Dafür ist der 3D-Drucker wegen der größeren Blende mehr unscharf. Also falls man diesen Effekt will. Jedenfalls kann man das SL150W2 durchaus den Hintergrund ausgleichen, aber dadurch ist es noch immer schwächer als die Sonne. Jetzt werde ich mal ruhig sein, ob man jetzt irgendwas hört. Jetzt mache ich noch einen Test, wo ich das Godox-Licht mit meinem LED-Panel mit einer kleineren Softbox, die ist ca. 40 x 33 cm, vergleiche, welches Licht jetzt weicher ist und ob ich überhaupt für meine Testszene so ein riesiges, starkes Licht brauche. Das ist jetzt das LED-Panel mit der kleineren Softbox. Wie sind die Schatten jetzt? Härter.
Das ist jetzt das Godox-Licht mit der 90 cm Softbox. Schaut mal, wie die Schatten sind, ob es harte Schatten gibt. Was ist mein Fazit? Ich habe getestet, ob man den Lüfter auf der Aufnahme hören kann und ob ich mit dem größeren Licht weichere Schatten produzieren kann, als mit meinen LED-Panels. Was ich nicht getestet habe, ist, wie genau das Licht die Farben abbildet. Ich muss zugeben, ich habe sogar vergessen, die Farbtemperatur einzustellen, aber ich gehe mal davon aus, dass dieses Licht relativ genau auf 5600 Kelvin, das heißt auf Tageslicht, kalibriert ist. Den Lüfter kann man bei meiner Testszene leider schon auf der Aufnahme hören, aber eigentlich nur, wenn man das Mikrofon auf der Kamera verwendet. Mit dem Lavalier-Mikrofon ist eigentlich nicht zu hören. Ich spiele euch jetzt noch einmal einen Vergleich ab und werde dafür den Audiogain erhöhen. Der Straßenlärm ist fast lauter, aber es gibt trotzdem einen Unterschied. Ist die große 90 cm Softbox der kleinen wirklich überlegen? Ich habe beide Diffusertücher montiert. Das Licht ist weicher. Man sieht das gut beim Schatten hinter dem 3D-Drucker, aber auch im Gesicht. Die große Softbox erzeugt eine Art Wrap-Around-Effekt. Das Licht umgibt das Gesicht und Verläufe von hell zu dunkel sind sehr weich. Falten sind weniger sichtbar. Leider bleiben meine Ringe unter den Augen. Ich sollte vielleicht mehr schlafen. Wieso flackert das Licht nach dem Einschalten immer? Es scheint etwas mit der Temperatur zu tun zu haben, weil immer wenn es flackert, leuchtet so ein kleines Overheat-Symbol auf. Ich habe Godox deswegen kontaktiert und sie meinen, mein Lichtzeiteffekt, das ist natürlich die maximale Enttäuschung, dass das Licht bereits kaputt ankam. Es kann auch etwas beim Transport passiert sein, weil wirklich gut verpackt war es ja nicht. Ich muss das Licht auf jeden Fall zurückschicken. Dafür habe ich dann mehr Zeit, mir zu überlegen, ob ich mir nicht vielleicht sogar das Godox UL 150 holen sollte, das wirklich lautlos ist. Da es keine Lüfter hat, ist es größer und schwerer. Außerdem kostet es gleich 100 € mehr. Brauche ich so ein großes Licht, obwohl ich dafür eigentlich keinen Platz habe? Ja, weil ich diesen cinematischen Look einfach liebe. Man braucht sich nur den Kanal von Daniel Schiffer anschauen, obwohl er sogar noch eine größere Softbox verwendet, 120 cm. Für den Laien ist der Unterschied vielleicht nicht offensichtlich, aber zumindest unbewusst merkt man ihn schon. Ich hoffe, mein Review war nützlich für eure Kaufentscheidung. Lasst bitte gerne ein Like und ein Abo da. Ich freue mich auch über Kommentare. Ich werde alle Produkte, das heißt auch die Softbox, das Stativ und die Leuchten unter dem Video für euch verlinken. Bis nächstes Mal. Tschüss.